Hey, unsere Reise nach Russland beginnt nicht nur mit dem Zug, sondern auch mit dem für uns so aufregenden Schritt in die weite Welt, von der wir so lange geträumt haben. In diesem Video nehmen wir euch mit auf die erste große Etappe unserer Weltreise, nämlich Russland. Wir entdecken St. Petersburg und Moskau mit vielen tollen Orten, Begegnungen und Erkenntnissen, bevor wir dann in die transsibirische Eisenbahn steigen. Wir zeigen euch, wie es sich anfühlt, wenn so ein großer Traum zur Realität wird. Wir sind Thomas und Jenny von Weit Glücklich und wir nehmen dich mit auf unsere Reise rund um die Welt und auch zu uns selbst. Was ich auf der ersten Station der Russlandreise in St. Petersburg gelernt habe, wie sehr es sich lohnt, Altes loszulassen, so Muster, Überzeugungen, Glaubenssätze, die dich davon abhalten, das zu tun, was du eigentlich tun möchtest. Und in meinem Fall war es tatsächlich auch das Video aufnehmen. Also Thomas und ich haben damals schon für uns auch gefilmt, weil wir es einfach eine schöne Erinnerung finden. Und ich habe mich aber so unwohl vor der Kamera gefühlt. Jetzt sind wir, Thomas, schwenk mal bitte auf das Gebäude, dass ich das nicht teilen wollte, weil ich dachte, ich spreche so komisch oder ich sehe so komisch aus oder ja, ich hatte so viele Selbstzweifel in mir und ich habe auch so schlecht mit mir selber gesprochen und über mich selber gedacht. Das ist echt, ja, mit Abstand betrachtet schon erschreckend gewesen. Und jedenfalls bin ich froh, dass ich das für mich auflösen konnte, dass ich das alles losgelassen habe und ja, jetzt deutlich leichter durchs Leben gehe und mich traue, jetzt mich zu zeigen. Ich hoffe, dass es irgendjemand von euch helfen wird, was wir hier teilen, weil wir haben so wertvolle Erkenntnisse gehabt und Learnings und ja, es ist mir jetzt einfach wichtig genug, den Schritt zu gehen und das mit euch zu teilen. St. Petersburg und Moskau haben mir einige wunderschöne Momente beschert. Ich denke jetzt immer noch gern daran zurück, wenn wir da hergelaufen sind durch die Stadt und also wir gehen durch so einen Torbogen und auf einmal ist der Winterpalast vor uns. Denkst nur, wow, krass. Und ja, dann gehen wir da rein und die Eremitage an sich, diese Ausstellung, das ist einfach faszinierend. Ein Raum ist beeindruckender als der nächste und es ist einfach so ein Erlebnis, daher zu laufen. Und ich habe richtig die Begeisterung und vielleicht auch ein bisschen wieder diese kindliche Freude in mir wiederentdeckt. Ja, weil da kann ich schon sagen, ich habe schon das Gefühl, dass die so ein bisschen im Alltag auch verschütt gegangen ist. Und gerade diese ja, vielleicht positiv besetzten Gefühle oder Wahrnehmungen wie Freude und Begeisterung, dass die einfach gar nicht so präsent waren in meinem Alltag. Und ja, dann sind wir auf Weltreise gegangen und ja, vielleicht gerade eine Woche unterwegs und die kommen so in geballter Ladung direkt wieder zum Vorschein. Und ja, das freut mich einfach total. Und ja, da denke ich auch super gern noch an meinen Geburtstag zurück, den wir in Moskau verbracht haben. Und auf dem Roten Platz, wo noch ein Wintermarkt war, ringsherum so mega opulente Beleuchtung, dann Live-Musik, Tanz, es hat nach Essen geduftet und es war für mich einfach ein ganz, ganz schöner Geburtstag, an den ich gerne zurückdenke. Insgesamt bin ich aber sonst auf dieser ersten Station Russland, St. Petersburg bis Moskau, habe ich echt viele schöne Sachen erlebt, wofür man natürlich nicht diese Reise braucht, aber ja, in Hamburg ging es mir vorher nicht so gut. Ich habe für mich keinen anderen Ausweg gesehen, außer mal eine Zeit lang aus meinem, sag ich mal, gewöhnlichen Leben rauszugehen. Und diese Reise hat mir einfach den Raum und die Zeit gegeben, hinzugucken, was mir gut tut, was ich brauche. Und das habe ich mir vorher einfach nicht genommen.
Und passend zu meinem letzten Learning ist auch auf jeden Fall das Leben zu feiern und zu genießen. Das ist auch in Hamburg sowas von zu kurz gekommen. Ich war so gefangen in dem Alltag und in diesen ja, vermeintlichen To-Dos, die ich ständig irgendwie auf der Liste hatte, dass dieser Punkt auf jeden Fall zu kurz gekommen ist oder ich es mir auch gar nicht erlaubt habe, so in dem Jetzt anzukommen und wirklich zu genießen und loszulassen. Und wo es geklappt hat, war aber auf jeden Fall in Moskau, als wir da auf dem Roten Platz waren und die Leute zur Musik getanzt haben und auch alle Altersstufen gemischt durcheinander und ja, haben laut mitgesungen und es war irgendwie so ansteckend, diese Lebensfreude, also so mitten am Tag und ja, einfach schön, einfach auch in so kleinen Dingen mal 5 Minuten aus dem Alltag sozusagen rauszugehen und das kurz feiern, genießen und bewusst machen, wie schön es eigentlich gerade ist. Ja, das nehme ich auf jeden Fall für mich mit. Das möchte ich mehr haben in meinem Leben. Und dazu passt auch das Learning, nicht perfekt sein zu müssen, wenn du liebst, was du tust. Bei mir war das nämlich das Fotografieren in Moskau. Das hat mir so eine Freude bereitet. Ich war total in meinem Element. Genau, Fotografieren ist auch in Hamburg viel zu kurz gekommen. Und da konnte ich wieder so richtig ja, neue Orte entdecken, mich auf die Details einlassen und wirklich Zeit nehmen, alles zu erkunden. Und da vergesse ich wirklich alles um mich herum und es hat mir selber so gut getan. Also ja, vielleicht findest du ja auch irgendwas, was du wirklich von Herzen liebst. Du musst nicht perfekt sein, sondern es muss dir einfach nur Freude machen und dann, ja, geh dafür los. Nachdem wir dann Moskau erkundet haben und am letzten Tag ja zum Bahnhof gefahren sind, ähm, da habe ich ganz bewusst innegehalten. Es ging ja dann darum, dass wir in die Transsibirische Eisenbahn einsteigen und der Traum Wirklichkeit wird, wir wirklich durch Sibirien fahren im Winter mit Schnee. Und ich hatte so lange darauf gewartet und ich war so aufgeregt, aber es war mir irgendwie klar, oder damals habe ich so intuitiv gemacht, dass ich nochmal zur Seite gegangen bin und wirklich realisiert habe, was passiert hier eigentlich gerade. Ich stehe jetzt wirklich hier in Moskau, ich stehe am Bahnsteig, ich steige jetzt wirklich da ein und ich erfülle mir diesen Traum. Und ich glaube, dass ich auch deshalb mich heute noch so gut an die Abfahrt erinnere, weil ich mir eben diesen Moment Zeit genommen habe. Und das finde ich einfach so schön. Deswegen teile ich das und ich werde es definitiv mehr in mein Leben integrieren, dieses Bewusste und Achtsame. Und ja, zu einem Überfluss hat es dann auch noch angefangen zu schneien. Das war super kitschig. Ich habe mir ja Schnee gewünscht und wirklich, als wir am Bahnsteig standen, in dem Moment des Innehaltens, kam dann auch noch der Schnee. Und ja, ich hätte glücklicher nicht sein können. Einfach mal zu sein. Das war, glaube ich, die größte Angst in mir, als Jenny mit dem Vorschlag um die Ecke kam, dass wir doch mit der Transsibirischen Eisenbahn unsere Weltreise so wirklich starten. Und ja, es gab also einen Anteil in mir, der hat gedacht, wow, cool, das ist bestimmt eine mega coole Erfahrung, tolles Abenteuer. Aber dann hat sich auch sofort eine andere Stimme in mir gemeldet und hat gesagt, was, wie lang ist das? 9.000, 10.000 Kilometer mit dem Zug? Wie willst du das denn schaffen? Das ist doch total langweilig. Das ist doch verschwendete Zeit. Jetzt seid ihr mal in Russland und sitzt im Zug und ja, das ist echt krass, was da auch so in mir abging. Und das Learning an dieser Stelle ist für mich aber auf jeden Fall hinzuhören,
die verschiedenen Anteile auch wahrzunehmen und dann auch sich den Ängsten zu stellen. Weil wir sind dann eingestiegen in den Zug und ja, ich kann euch nicht mal sagen, was wir die 2,5 Tage, wie die unsere erste Etappe von Moskau nach Irkutsk waren, was wir da gemacht haben. Aber die Zeit verging irgendwie wie im Flug. Wir haben aus dem Fenster geguckt, wir haben mal mit den Nachbarn gesprochen und dann waren wir schon da. Also das fand ich echt krass und es war ein tolles Erlebnis und ich bin auch dankbar dafür, dass ich da auf den Anteil mir gehört hat, der da Lust drauf hat und nicht wieder dieser Stimme Überhand gegeben hat, die mir einreden wollte, dass ich das nicht schaffen kann. Was ich auf jeden Fall schon in dem ersten Abschnitt von der Transit gelernt habe, von Moskau zum Baikalsee, dass es dort nichts zu tun gab in diesem Zug und wie gut mir das getan hat, zu sein, statt immer irgendetwas zu tun. Das war eine richtige Erleichterung für mich. Also wir saßen am Fenster mit Tee, haben uns die Landschaft angeguckt. Ja, und das war's. Und wir waren zufrieden damit. Es war so schön. Also mir persönlich hat es einfach so gut getan. Und ja, aus dem alten Leben in Hamburg kannte ich es halt überhaupt nicht, weil ja, vermeintlich ist immer irgendetwas zu tun. Oder zumindest ich habe mir diesen Raum nie genommen. Aber der Zug hat mich dazu gezwungen. Und ja, da ich erkannt habe und gemerkt, gefühlt habe, wie gut mir das tut, habe ich entschieden, ja, das jetzt öfters zu machen. Und deswegen wollte ich es teilen, weil es mir so gut getan hat. Was mich sehr berührt hat in der Transsibirischen Eisenbahn war die Gastfreundschaft der Mitreisenden. Wir waren im Großraumabteil mit, ich glaube, 54 Betten und hatten in den 2,5 Tagen unserer ersten Etappe von Moskau nach Irkutsk einige verschiedene Nachbarn. Aber allen war gemein, dass es wie selbstverständlich war, dass geteilt wurde. Also haben die Essen ausgepackt, durften wir probieren. Wurde Tee vom Samovar geholt, haben wir auch einen bekommen. Oder wo ich super gern daran zurückdenke, ist, als wir einmal abends neue Nachbarn bekommen hatten und die haben dann ihre Karten rausgeholt und angefangen Durak zu spielen. Habe ich vorher ehrlich gesagt noch nie gehört, ist aber anscheinend ein verbreitetes Kartenspiel in Russland und direkt war so mit Händen und Füßen nachkommen, Spiel mit. Und dann haben wir uns da hingesetzt, wussten gar nichts, wir haben die Regeln nicht verstanden, aber es hat einfach Spaß gemacht und wir haben so viel gelacht. Und ja, das sind halt so die tollen Erinnerungen, die mich doch immer wieder gerne an die Zeit auch dort zurückblicken lassen. Und mein Learning daraus ist, dass ich auch Dinge annehmen darf und so auch mit den anderen Menschen in Verbindung kommen kann. Weil ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, bei mir ist oft, wenn mir jemand was anbietet, dass ich mir erstmal sage, nee, komm, nee, brauche ich nicht. Aber ja, es schafft trotzdem auch Verbindung und ja, teilen ist ja auch eine beidseitige Geschichte und wenn man dann auch was zurückgibt, ich finde die Atmosphäre ist halt einfach so anders, wenn man halt so miteinander teilt und sich gegenseitig etwas anbietet und das habe ich wirklich in sehr schöner Erinnerung in der Transsibirischen Eisenbahn. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat.